Ja, moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal ein Produktreview und zwar zu dem neuen Nisi 15 mm Objektiv, welches mir Nisi freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich bin ja seit einiger Zeit Nisi Markenbotschafter und da war es eigentlich quasi obligatorisch, dass ich das Objektiv auch zur Verfügung gestellt bekomme. Ich darf das Objektiv nach diesem Test behalten und werde aber trotzdem meine ehrliche Meinung dazu sagen. Ja, hier haben wir das gute Stück. Wiegt ganze 470 Gramm, hat 15 mm, beziehungsweise Nisi gibt sogar firmenintern 14,5 mm an. Ist 75 mm lang, wiegt 470 Gramm. Ja, ist ein manuelles Objektiv, also ihr habt hier keinerlei Anschlüsse. Und das Objektiv hat eine abnehmbare Streulichtblende, vorne ein 72 mm Filtergewinde. Damit könnt ihr auch Filter benutzen, zum Beispiel Schraubfilter, wie auch das Nisi V6 Filtersystem oder auch Filterhalter anderer Anbieter, je nachdem, was ihr gerade habt. Keine besonders stark gewölbte Frontlinse, also das gibt überhaupt keine Probleme. Und das ganze Objektiv gibt es für Sony E-Mount, für Canon RF, für Nikon Z und für Fuji X-Mount. Und das Ganze kostet im Online-Shop von nisioptics.de 479 €. Ja, im Lieferumfang ist enthalten einmal natürlich das Objektiv an sich selbst, dann haben wir da noch einen Beutel, oh, den habe ich jetzt sonst wo liegen, keine Ahnung. Natürlich die Streulichtblende aus Metall. Ebenso natürlich das Objektiv, das ist aus Aluminium gefertigt. Dann natürlich noch den Rückdeckel und einmal ein Objektivdeckel. Dazu gibt es noch eine Anleitung und einen Garantieschein. Und ganz wichtig noch ein Zettel, wo drauf steht, dass ihr eure Kamera bitte so einstellen sollt, dass sie ohne Objektiv auslöst. Weil das Objektiv hat ja, wie gesagt, keine Kontakte. Und dann weiß die Kamera sonst nicht, dass ein Objektiv dran ist und würde nicht auslösen. Also ihr drückt drauf und es passiert nichts. Dann denkt ihr, eure Kamera ist kaputt. Ja, und das finde ich auch ist ein wichtiger Hinweis und das finde ich super, dass Nisi das dabei gepackt hat. Das Objektiv wird von Nisi ja ganz aktiv damit beworben, dass es hervorragende Blendensterne ab Blende 4 macht. Und das habe ich natürlich ausprobiert und ja, muss ich sagen, es macht Blendensterne, auch schon ab Blende 4. Das liegt eigentlich nur daran, dass die Blende 4, dass die Blendenlamellen immer noch ganz leicht im Strahlengang zu sehen sind. Und ich blende euch mal ein paar Bilder ein, müsst euch aber keine Sorgen machen, das Bild von Blende 4 ist ein bisschen verwackelt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie gegen das Stativ gekommen bin oder so, keine Ahnung. Aber es soll ja nur zur Veranschaulichung sein. Und eigentlich sind durch die Bank die Blendensterne ganz gut. Ich habe nur das Gefühl, dass sie so ein bisschen unsauber sind. Es kann sein, dass sich da zwei Blendensterne, die ja bei geraden Blendenanzahlen immer genau übereinander liegen, dass die nur so ganz leicht daneben, also leicht parallel liegen. Mag sein, dass das für mich nur eine optische Täuschung ist, aber es sieht halt so ein bisschen danach aus. Wenn man da mal so einen Vergleich macht, Blendensterne vom 16 bis 35 f4, die sehen ein bisschen sauberer aus, aber trotzdem bin ich eigentlich mit den Blendensternen echt zufrieden. Also mit dem Bild im Hafen hier, da will ich sagen, da bin ich schon echt glücklich, dass ich das mit dem 15 mm Nisi gemacht habe. Das kann sich schon sehen lassen. Richtig überrascht hat mich die Schärfe von dem Objektiv und als ich nämlich auf meiner ersten Tour abends nochmal in der Speicherstadt war, in Hamburg, da war ich am Wasserschloss, habe mich dann schön akkurat aufgebaut und als ich die Fotos mir zu Hause angeguckt habe, war ich echt überrascht. Also Rasiermesser scharf, also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich benutze das Objektiv eigentlich bis Blende 16 und bei Blende 22 gibt es ein bisschen Beugungsunschärfe, die allerdings nicht so hoch ist, wie ich erwartet habe. Also ich habe das ja an der R5 ausprobiert und da muss ich sagen, also Blende 22, ja, man sieht Beugungsunschärfe,
Aber sie ist jetzt nicht so krass, wie ich das in Erinnerung hatte mit der 5D, wo ich mal mit den 16 bis 35 in der Heide war. Da dachte ich, was mir denn da passiert. Aber hier mit den 15 Millimeter kann man sagen, wenn man aus Versehen mit Blende 22 fotografiert, das Bild muss man nicht unbedingt wegschmeißen, aber man sieht halt eine leichte Beugungsunschärfe. Verzeichnung ist auch echt top, eigentlich gar nicht vorhanden. Ich habe, wie gesagt, bei dem Bild in der Speicherstadt, da hatte ich mich akkurat ausgerichtet und dann in Lightroom mal geguckt und diese ganzen senkrechten Linien, die sind so verdammt gerade in dem Bild, da hatte ich mich echt gewundert. Und der Hammer kommt noch, es gibt für Lightroom noch gar kein Objektivkorrekturprofil. Also da wurde nichts korrigiert beim Import oder so. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da bin ich echt begeistert. Also da ist nichts, was man machen muss. Chromatische Operationen ist ähnlich. Also sie sind vorhanden, aber sie sind eigentlich kaum zu sehen. Ich habe sie erst überhaupt nicht gefunden. Das war aber mein Fehler, weil ich in Lightroom beim Import immer mit einem Importprofil sofort die chromatischen Aberrationen rausrechne. Und ich habe dann bei diesen Testbildern mal die Funktion abgeschaltet und gesehen, dass man da eigentlich nichts sieht. Wenn man genau sucht, findet man schon mal was. Ich blende mal etwas ein, wo man ein bisschen was erkennen kann. Aber das ist wirklich Pixel-Peeping. Wenn man danach sucht, dann wird man natürlich was finden. Aber es ist schon verdammt schwer, irgendwas zu finden. Ja, also da muss ich sagen, Hut ab, das sieht wirklich gut aus. Was nicht ganz so gut aussieht, ist die Vignettierung von dem Objektiv. Also da muss ich sagen, die ist schon ein bisschen doller. Also ich blende mal ein Bild ein und wie gesagt, das ist unkorrigiert, ne? Und wenn wir daneben mal ein unkorrigiertes Bild von dem 16 bis 35 von Canon mal zeigen, da seht ihr schon einen deutlicheren Unterschied, ne? Und wie gesagt, beide sind unkorrigiert. Und jetzt zeige ich nochmal ein korrigiertes Bild von dem 16 bis 35, wenn man in Lightroom halt die Objektivkorrektur anmacht. Und so sieht es dann perfekt aus. Es gibt natürlich, wie ich gesagt hatte, für dieses Schätzchen hier noch kein Korrekturprofil für Lightroom. Also müsst ihr das Ganze noch ein bisschen manuell machen. Aber das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Aber sag mal so, ein bisschen Vignettierung hat ja auch ein bisschen Charakter, ne? Ja, Weitwinkelobjektive neigen so ein bisschen zu Flares. Das ist bei diesen Objektiven nicht anders. Aber ich will mal sagen, so in der Mitte, mittelmäßig. Ne? Also es ist keine Diva, so wie das 12 mm Laowa, was wirklich im Gegenlicht nicht zu gebrauchen ist. Da hat man nur noch Flares. Aber hier hat man so ein bisschen so ein Ringmuster, blende ich mal ein. Und das kann man aber auch ganz einfach bekämpfen. Ganz einfach, ihr fotografiert auf dem Stativ, macht ein Bild. Und wenn ihr da drin Flares seht, macht ihr mit den gleichen Einstellungen nochmal ein Bild und haltet dann die Hand so ins Bild, dass ihr die Sonne damit abschattet. Und dann macht ihr halt das zweite Bild, legt die ganzen beiden Bilder in Photoshop als Ebenen übereinander, macht eine Ebenenmaske und dann retuschiert ihr einfach den Flare wieder raus und dann ist das Ganze eigentlich gegessen. Sehr positiv war ich überrascht von den Focus Breathing oder das Atmen. Das ist ein Effekt, den Leute kennen, die viel mit Focus Stacking arbeiten. Also einmal den Fokus auf den Vordergrund und nochmal einmal auf den Hintergrund und das Ganze dann in Photoshop zusammenrechnen, damit man eine durchgehende Schärfe von vorne bis hinten hat. Und da habe ich mal so einen Vergleich gemacht. Ich blende mal eine Videosequenz ein, die ich mir hier auf dem Schreibtisch gemacht habe. Da fahre ich mal den Fokusweg so durch und achtet mal so auf die Bildecken. Bei einigen Objektiven ist es so, dass sich das wirklich stark bewegt. Also die Objekte im Bild, die wandern wirklich stark. Aber hier ist es eigentlich nicht so doll. Also klar, es ist so ein bisschen bloomy, weil durch diese durch diese Unschärfe. Aber trotzdem wandern die Objekte nicht so stark ins Bild oder rein oder raus oder so. Das ist eigentlich richtig gut. Also für Focus Stacking ist das ein Top-Objektiv, würde ich mal sagen.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, die mich so ein bisschen mehr stört, aber die können wir auch bearbeiten bzw. bekämpfen. Das ist die kleine Schrift hier vorne. Und zwar war ich auf meiner ersten Fototour, da war ich an der Nordsee und habe dann meinen ganzen Kram aufgebaut, hatte die Filter drauf und ja, dann hatte ich die Sonne noch über den Horizont, fotografiere, hatte halt die Filter drauf und in dem Bild war dann auf einmal unten diese Schrift zu sehen. Ja, die Sonne kommt auf diese Schrift, die reflektiert dann in den Filter und der Filter spiegelt das Ganze zurück ins Objektiv. Ja, und dann habt ihr natürlich diese Schrift im Bild. Kann man aber ganz leicht bekämpfen, macht man einmal und dann müsst ihr auch nie wieder was dagegen tun. Ich habe mir hier aus selbstklebendem Velour einfach vorne was darauf geklebt, habe ausgemessen, welchen Durchmesser brauche ich außen, welchen brauche ich hier innen und das Ganze dann mit einem Kreisschneider ausgeschnitten und vorne aufgeklebt und dann seid ihr diese Reflexionen los. Also ein für alle Mal. Ne? Da müsst ihr nirgendwo die Hand vorhalten oder so. Das geht alles so. Alles, was ihr dazu braucht, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Also das ist einmal der Kreisschneider, denn die Velourfolie. Das ist auch ein bisschen mehr. Da könnt ihr dann auch alle anderen Objektive verarzten. Mein 16-35 habe ich damit auch beklebt. Das musste so sein. Genauso wie das Laowa 12 mm musste ich auch bekleben. Ja, die Schneidunterlage, die müsst ihr nicht unbedingt kaufen. Ihr könnt genauso gut die Rückseite von einem Zeichenblock nehmen oder so. Aber wenn ihr öfters mal solche Basteleien macht, lohnt sich das durchaus. Das Ganze sind Amazon Affiliate Links. Also wenn ihr darüber was kauft, dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Und ja, tut für meinen Kanal ein bisschen was Gutes. Aber ihr zahlt nicht mehr. Ne? Zum Schluss will ich mal sagen, gutes Objektiv, hat so hier und da eine kleine Schwäche. Also die Blendensterne sind nicht so akkurat sauber. Aber Leute, 470 Euro. Ne? Also kann man durchaus empfehlen. Ja, ich blende am Ende dann noch mal ein paar Bilder ein, die ich mit dem Objektiv gemacht habe. Also da müsst ihr euch aber bedenken, die sind auch ein bisschen künstlerisch bearbeitet. Also wenn da eine Vignettierung etwas stärker drin ist, wie auf dem Steg zum Beispiel, die ist künstlerisch die ist eingefügt. Also das spiegelt jetzt nicht das Objektiv wider, sondern soll eigentlich nur zeigen, was man damit so machen kann. Ja, jetzt würde ich euch gerne noch einen Gutscheincode aufdrücken. Ja, mache ich auch mal. Ich blende den mal ein, aber dieser gilt leider nicht für dieses Objektiv, aber für alles andere. Falls ihr euch zum Beispiel ein Filtersystem kaufen wollt, wie das Nisi V6, dann könnt ihr das mit diesem Gutscheincode machen. Ihr bekommt bis zu 10% Rabatt auf den Rabattcode Dennis-Rabatt. Und die genaueren Konditionen schreibe ich unten auch nochmal in die Videobeschreibung. Und falls euch was darüber kauft, dann könnt ihr ein bisschen sparen und habt dann ein bisschen Freude dran. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch bedanken, wenn ihr hier unten mal ein bisschen den Daumen nach oben klickt. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, einfach mal 2 Daumen nach oben, ja, dann doppelt hält besser. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich auch hier unten schön das Abo dalassen. Kostet nichts, Leute. Und natürlich auch die Glocke nicht vergessen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Dennis. So, ich muss jetzt Schluss machen. Die Kamera überhitzt schon wieder. Ich filme nämlich mit der R5.